Alle reden von Plan B, aber keiner weiß so wirklich, wie man einen Plan B etabliert, was dazugehört, wie man das rechtssicher tut und das natürlich ohne auszuwandern. Wenn du dir über die Zukunft Deutschlands Sorgen machst, wenn du dich um dein Vermögen sorgst, um deine Sicherheit, um die Sicherheit deiner Familie, dann ist ein Plan wichtig und in diesem Video werde ich dir erklären, wie Claudia und Thomas, Mandanten von uns, ganz konkret einen Plan B etabliert haben, ohne auszuwandern und wie wir sie dabei unterstützen konnten. Noch ein kurzer Hinweis in eigener Sache. Wie du gleich hören wirst, hat die Geschichte von Claudia und Thomas, jedenfalls soweit sie uns betrifft, auch bei unserem Seminar in Zürich begonnen, beim Seminar zum Schweizer Taschenmesser für deinen Plan B. Dieses veranstalten wir regelmäßig, demnächst auch wieder in Zürich, demnächst auch wieder mit Ex-General Erich Warth. Da sprechen wir über Geopolitik und dann natürlich ganz konkret darüber, wie man die 7 Werkzeuge, die du für deinen Plan B brauchst, zweite Staatsbürgerschaften, Aufenthaltsgenehmigung, Konten im Ausland, Vermögensdiversifikation und so weiter und so fort, in die Tat umsetzen kannst und im Grunde genommen mit einem ganz konkreten Fahrplan dann nach Hause gehst, wie du einen Plan B für dich aufsetzen kannst. Alle Details auf unserer Webseite. Wie gesagt, das Seminar findet demnächst wieder statt. Ich würde mich freuen, dich dort begrüßen zu dürfen. Nun aber zurück zu Thomas und Claudia. Thomas und Claudia sind ein erfolgreiches Akademiker-Ehepaar aus Deutschland. Ende 50, sie ist Ärztin, er ist Universitätsprofessor und seit einigen Jahren schon sind sie nicht mehr damit einverstanden, in welche Richtung sich Deutschland, in welche Richtung sich die Europäische Union bewegt. Ganz klar natürlich ausgelöst auch hier durch die Corona-Krise. Da ist es ja wie vielen hier von Schuppen von den Augen gefallen. Was passiert eigentlich, wenn der Staat mal die Krallen ausfährt? Was passiert eigentlich, wenn der Staat mal wirklich zeigen will, wer der Stärkere ist? Da kann man sehr eindrucksvoll sehen, wie schnell es dann mit bürgerlichen Freiheiten den Bach heruntergeht. Und das war so der Auslöser. Und dann gibt es natürlich viele andere Themen, die einem Sorgen machen. Die geopolitische Krise, die Aufrüstung. Jetzt auch mal jenseits des Krieges in der Ukraine. Was passiert nach dem Krieg in der Ukraine? Da gibt's ja China, da gibt's Taiwan, da gibt's den Mittleren Osten. Also viele Problemfelder, viele Problemfälle. Und wie es scheint, soll ja die deutsche Bundeswehr generell und dann auch andere europäische Armeen stark hier zum Einsatz kommen. Was heißt das für deine Kinder, für deine Enkelkinder, möglicherweise auch für dich? Die ganze Haushaltssituation in Deutschland ist äußerst prekär. Was passiert, wenn es zu einer neuerlichen Finanzkrise kommt? Ist dann dein Vermögen bedroht? Müssen wir mit Dingen rechnen, wie zum Beispiel einem zweiten Lastenausgleich und natürlich die ganzen Maßnahmen, die auf Seiten der EU vorbereitet werden, zum Beispiel digitale ID, möglicherweise ein digitaler Euro, das europäische Kontenregister, möglicherweise irgendwann mal ein Vermögensregister. Dann redet man ja auf EU-Ebene auch von Vermögensteuern, KI, biometrisches Tracking und so weiter und so fort. Also da gibt es viele Dinge, die einem Sorgen machen. Sicherlich vieles davon ist diffus. Man weiß nicht ganz genau, wie es weitergeht. Keiner weiß natürlich, wann genau die Situation eskaliert, aber man hat ein ungutes Gefühl. Und man fühlt sich natürlich so ein bisschen wie der Noah in der Bibel, dass man sich vorbereiten muss und weiß nicht genau, was passiert und wann es passiert. Vielleicht lachen dich Freunde und Familie sogar aus, weil du dir zu diesen Themen Gedanken machst. Aber eben, wie wir aus der gerade zitierten Geschichte von Noah erfahren haben, sind es diejenigen, die Noah ausgelacht haben, die dann am Ende das Nachsehen haben. Aber man muss eben frühzeitig mit der Vorbereitung beginnen. Wenn man zu lange wartet, dann bestraft einen das Leben, wie es so schön heißt. Ein ganz konkretes Beispiel ist ja auch hier der Ukraine-Krieg. Viele Ukrainer, viele Russen haben in Dubai einen Plan B etabliert, haben sich dort Wohnungen gekauft, haben dann darüber das Golden Visum erhalten, konnten die Ukraine, konnten Russland verlassen, wurden somit dann nicht eingezogen zu dem Krieg. Aber eben wer zu spät losgegangen ist, der hat es dann möglicherweise nicht mehr geschafft. Deswegen viele Beispiele zeigen, man muss sich um diese Dinge kümmern, um den Plan B kümmern, solange es einigermaßen friedlich ist, solange man auch die Freiheit hat, die Bewegungsfreiheit hat, das Ganze zu tun und natürlich auch solange die Stellen, die hier involviert sind, sagen wir zum Beispiel mal eine Visumstelle oder auch eine Bank, ein Broker etc., nicht komplett ausgelastet sind. Denn wenn mal wirklich die Krise kommt, dann kannst du davon ausgehen, dass ja ganz viele dann versuchen, zum Beispiel ins Ausland zu gehen, ganz viele vielleicht versuchen, Konten im Ausland zu eröffnen, dann sind diese Institutionen, diese Stellen komplett überrannt und dann wirst du es auch nicht mehr schaffen. Das heißt, jetzt ist der Zeitpunkt, wo man es tun muss, auch wenn man noch nicht so genau weiß, was hier auf einen zukommt und wann es natürlich passiert. Und möglicherweise, wenn alles gut geht, dann freuen wir uns, dann passiert gar nichts. Auch dann
solltest du natürlich von den Maßnahmen, die du hier geplant hast, profitieren. Und das zeigt eigentlich das Beispiel von Thomas und Claudia sehr gut. Also Thomas und Claudia, ein Akademiker-Ehepaar. Sie haben erwachsene Kinder, sie sind sehr erfolgreich, es geht ihnen gut in Deutschland, aber dennoch eben haben sie ein ungutes Gefühl und wollen sich anderweitig orientieren. Sie wissen, sie brauchen einen Plan B. Sie sind zu uns aufs Seminar gekommen. Du weißt, wir haben dieses Plan B Schweizer Taschenmesser-Seminar in Zürich, haben wir schon mehrfach veranstaltet. Es war dann auch jeweils der Herr General Außerdiensten Erich Warta, lange Jahre Sicherheitsberater von Angela Merkel, kennt zum Beispiel auch Wladimir Putin persönlich. Denn wenn man einen Plan B etablieren will heutzutage, dann will man es ja dort tun, wo man dann auch geopolitisch sicher ist. Ja, er hat ein ganz interessantes Beispiel zum Beispiel damals erwähnt, lange bevor Trump an die Macht kam, konkret zu Panama. Er hat eben damals schon gewarnt, dass Panama letztlich möglicherweise kritisch ist im Konflikt zwischen China und den USA, denn an beiden Seiten des Panama-Kanals hat ja China einen Hafen besessen und er hat damals schon vorausgesagt, dass die USA das nicht akzeptieren können und dass dieser Konflikt möglicherweise eskalieren könnte in der Zukunft. Er ist dann nicht eskaliert. Die Chinesen haben sich bereit erklärt, den Hafen zu verkaufen. Aber das sind genau eben solche Details, die viele nicht kennen, die man auch nicht wissen kann, sage ich mal, als normaler Zivilist. Und da hat eben dann Herr General Ward doch sehr guten Input gegeben. Und eben auch Thomas und Claudia konnte guten Input geben. Ich sage jetzt nicht, welches Land er ihnen empfohlen hat, aber er hat ihnen ganz klar gesagt, dieses Land, das scheint mir ein gutes Land zu sein. Sie wollten auch nicht aus Europa weg. Und wie gesagt, sie wollten auch nicht auswandern. Es ging um einen Plan B. Ganz konkret haben Thomas und Claudia dann in diesem Land zunächst eine Immobilie gemietet und dann später auch eine Immobilie gekauft. Das ist ein attraktiver Immobilienmarkt und das Beste ist eben, wenn man dort eine Residence nachweisen kann in diesem Land, auch wenn man nicht tatsächlich anwesend ist, dann kann man dort nach mehreren Jahren dann die Staatsbürgerschaft erwerben. Thomas und Claudia, für sie war es ganz klar, sie wollten jetzt keinen Pass kaufen auf einer Karibikinsel oder Vanuatu oder sowas. Sie wollten lieber einen Pass per Einbürgerung erwerben. Diese Pässe, die man per Einbürgerung erwirbt, die sind natürlich dann auf jeden Fall auch viel hochwertiger als die Pässe, die man kaufen kann. Das ist ja völlig klar. Die sind gleichwertig, ganz klar mit dem deutschen Pass. Mindestens gleichwertig. Du kannst da in ebenso viele Länder einreisen. Ich sage mal rund 200 Länder. Während natürlich die Pässe, die man kauft per Citizenship by Investment, vielleicht für 100 Länder oder weniger als 100 Länder Einreisemöglichkeiten geben. Aber darum geht es im Grunde auch bei diesen Pässen nicht. Die sind natürlich auch sehr gut und wir helfen vielen Mandanten dazu, diese Pässe zu erhalten, weil sie gehen eben sehr schnell. In einem anderen Video, was ich ja vor kurzem veröffentlicht habe, habe ich von einem Mandanten erzählt, der innerhalb von 3 Monaten den Pass für Vanuatu erhalten hat und konnte damit dann wunderbar in Dubai zum Beispiel Konten eröffnen. Also auch solche Pässe funktionieren natürlich. Und der Nachteil an der Einbürgerung ist halt immer, dass sie mehrere Jahre dauert. Im Falle von Thomas und Claudia wird es insgesamt 5 Jahre lang dauern. Nachdem sie dann die Residence in diesem Land etabliert hatten, damit wird natürlich keine Steuerpflicht ausgelöst, denn sie sind ja nicht dort anwesend und in dem Land, um das es geht, wird man nur steuerpflichtig, wenn man tatsächlich anwesend ist. Alleine dadurch, dass man einen Wohnsitz hat, ist man nicht steuerpflichtig. Sie haben aber natürlich eine Steuernummer in dem Land, das haben sie gebraucht, um die Immobilie zu erwerben. Sie haben dann Verbrauchsrechnungen, Sie haben natürlich dann einen Wohnsitznachweis über diese Immobilie und konnten diese Adresse dann verwenden, um weitere Konten zu eröffnen. Da braucht man ja immer genau diese Unterlagen. Sie haben dann Konten eröffnet in Hongkong, in Singapur und in Dubai, ebenso in Georgien. Diese konnten Sie dann mit dem neuen Wohnsitz in dem neuen Land verlinkt und somit hat man hier einen gewissen Schutz der Privatsphäre. Steuerlich natürlich hat das überhaupt keine Vorteile. Also alles, was Sie dort verdienen, müssen natürlich ganz normal in Deutschland versteuern. Also als Beispiel, wenn Sie jetzt natürlich Zinsen bekommen würden auf diesem Konto, müssten die in Deutschland versteuert werden. Hier geht es jetzt nicht darum, irgendwelche Steuern in Deutschland nicht zu bezahlen. Das muss man angeben, sondern es geht eben rein um den Aspekt Vermögensschutz. Ich hatte ja vorhin gesagt, es wird ab 2029 das EU-Kontenregister geben. Es gibt bei allen europäischen Banken Enteignungsregeln, wenn es zu einem Bailout kommen würde. Jeder, der mehr als 100.000 auf dem Konto hat, ist grundsätzlich davon betroffen. Das heißt, jeder sollte sich mit Konten außerhalb der EU befassen. Das war genau der Grund, warum eben auch Thomas und Claudia Konten außerhalb der EU eröffnet haben. Und da könnte man noch Dinge wie den digitalen Euro zum Beispiel anbringen. Jedenfalls eine steuerliche Motivation hatte es nicht. Auch das ist ein wichtiger und realistischer Punkt. Man muss immer gut planen, diese Maßnahmen, man muss immer auch davon ausgehen, dass es eine gewisse Zeit braucht, hier irgendwas übers Knie zu brechen, irgendwas zu überstürzen.
funktioniert in der Regel nicht. Die meisten Mandanten, die einen solchen Schritt erfolgreich gehen, haben ihn mehrere Jahre lang vorbereitet. Das ist einfach so. Das hängt natürlich auch von deiner persönlichen Vermögenssituation ab. Wenn du jetzt kein Vermögen zum Beispiel in Deutschland hast, kein Unternehmen in Deutschland hast oder in Österreich und einfach so gehen kannst, dann ist das natürlich relativ vorteilhaft. Also ich habe Deutschland verlassen vor 25 Jahren, als ich Anfang 20 war, da hatte ich überhaupt nichts. Ich konnte also einfach gehen, nicht sozusagen über die Grenze gehen, in mein neues Leben treten, musste da steuerlich in Deutschland nichts beachten. Aber bei vielen ist das natürlich anders. Dann hat man noch Immobilien, die man verkauft, dann hat man möglicherweise Unternehmen und so weiter und so fort. Da muss man warten, bis man außerhalb der Spekulationsfrist ist. Und das sind eben solche Themen, die dann möglicherweise einen Wegzug verzögern. Deswegen für viele natürlich zuerst mal Plan B etablieren und auswandern kommt dann möglicherweise irgendwann vielleicht auch gar nicht. Außerdem haben sich natürlich Thomas und Claudia zu Gedanken gemacht, wie sie ortsunabhängig Geld verdienen können. Auch wenn sie jetzt noch nicht auswandern wollen, war ihnen schon klar, dass sie irgendwann tatsächlich Deutschland verlassen wollten und dann auch in ihr neues Refugium wirklich umziehen wollten, sagen wir mal in 3 oder 4 Jahren. Was haben Claudia und Thomas gemacht, um ortsunabhängig Geld zu verdienen? Sie sind in das Thema Trading eingestiegen. Du weißt vielleicht, einer unserer Mandanten ist Jay Madrow. Er ist ja ein sehr erfolgreicher Wall Street Trader und hat Tradingkurse. Dort zeigt er eben Menschen, die sich genauso ortsunabhängig aufstellen wollen, wie man durch Traden ein sehr gutes Einkommen verdienen kann. Wir haben da Mandanten, die haben dort enorm erfolgreiche Existenzen aufgebaut und Claudia und Thomas haben das Gleiche gemacht. Sie traden jetzt amerikanische Finanzprodukte über einen amerikanischen Broker und sind dort eigentlich schon ziemlich gut. Jeder der beiden erwirtschaftet dort ein paar $1000 im Monat zusätzlich und das Ganze beginnt zu steigen und sie hoffen eben, dass wenn sie dann irgendwann umziehen können, dass sie dann tatsächlich Vollzeit davon leben können. Vorteil ist, dass das entsprechende Land, was sie sich ausgesucht haben, sind solche Einkünfte komplett steuerfrei. Das heißt, sie können dann tatsächlich komplett steuerfrei von diesem Einkommen leben. Bis dahin natürlich ganz klar müssen die Erträge in Deutschland versteuert werden. Das gilt das gleiche wie für die Konten, die ich vorhin genannt habe. Wie gesagt, keine steuerlichen Vorteile durch den Plan B. Vielfach ist es natürlich so, wenn man hier entsprechend sein neues Leben plant, dass man dann nicht auf einen Ort festgelegt sein möchte. Das kann allein schon geopolitische Gründe haben. Man möchte sagen, okay, wunderbar, dieses eine Land in Europa, das ist jetzt für uns gut, das liegt weit ab vom Schuss. Ein Krieg hier sollte uns nicht treffen, aber wir wollen natürlich nicht an einem Ort festgebunden sein. Also ist es vielfach so, dass man Aufenthaltstitel, Refugien, Wohnsitze in mehreren Ländern etabliert und genauso haben es auch Thomas und Claudia getan. Ich hatte ja in dem vorherigen Video von Norbert gesprochen. Norbert hat einen Wohnsitz in Dubai und in Mauritius. In der Tat, als wir in Dubai waren, ist er dort aus Mauritius hingeflogen und das Gleiche wollen natürlich auch Claudia und Thomas machen, jetzt nicht in Dubai und Mauritius. Ich hatte ja schon gesagt, sie haben dieses eine europäische Land. Sie haben sich 2 weitere Wohnsitze ausgesucht, nämlich einmal in den Philippinen und einmal in Mexiko. Beides hervorragende Länder. In beiden Ländern bekommst du den Aufenthaltstitel, ohne dort irgendwas investieren zu müssen. Du bekommst den Aufenthaltstitel, ohne dort anwesend sein zu müssen. In Mexiko musst du einfach nur nachweisen, dass du ein bestimmtes Vermögen hast, Immobilien, Aktien, was auch immer. In den Philippinen musst du für das Rentnervisum, das du ab 40 Jahren bekommen kannst, eine gewisse Kaution hinterlegen. Das sind zwischen 10.000 und 50.000 Dollar, je nach Alter. Je jünger du bist und wenn du noch keine Rente hast, desto mehr musst du bezahlen. Aber wie gesagt, das ist eigentlich keine Zahlung, das ist nur eine Kaution. Du kannst dann das Geld verwenden, um deine Miete in den Philippinen zu bezahlen oder aber auch eine Immobilie zu erwerben, ein Kondo. Land darfst du dort nicht erwerben, aber ein Kondo darfst du erwerben. Also im Grunde genommen ein Apartment. Und natürlich beide Länder, Mexiko und die Philippinen, sind auch extrem steuerfreundlich. Das heißt, du zahlst keine Steuern auf ausländische Einkünfte in beiden Ländern, egal wie lange du dich dort aufhältst. So haben jetzt also Thomas und Claudia 3 Wohnsitze in 3 Ländern, die ihnen sehr gut gefallen. Sie können sich vorstellen, dass wenn sie dann ihre Jobs an den Nagel gehängt haben, dass sie dann tatsächlich sich in diesen 3 Ländern aufhalten. Der Kontrast ist hier besonders reizvoll, dass sie reisen, da sind sie nicht an einen Ort festgebunden und natürlich ein bisschen Zeit wird man auch in Deutschland verbringen, um die Familie zu besuchen. Das ist ja völlig klar. Ja, also das heißt, wenn Sie dann soweit sind, wenn Sie dann auswandern wollen, in ein paar Jahren, dann haben Sie letztlich schon alles vorbereitet, inklusive Bankkonten, inklusive auch ein Einkommen, von dem Sie leben können und natürlich dann auch schon die Einbürgerung in mindestens einem Land vorbereitet, dass Sie da ziemlich schnell
dann eigentlich den Zweitpass bekommen können. Ein Zweitpass, der so gut ist, dass man sagen kann, na ja, wenn es tatsächlich zu etwas wie Besteuerung nach Staatsbürgerschaft kommt, kann man dann wirklich auch die deutsche Staatsbürgerschaft abgeben. Das wäre nicht wirklich das Problem. Vielfach geht es aber Mandanten ja gar nicht darum, dass man die deutsche Staatsbürgerschaft abgibt. Du weißt es ja vielleicht, du kennst es aus dem deutschen Passgesetz. Ich habe ja schon mehrfach darüber gesprochen. Der deutsche Staat hat etliche Möglichkeiten, dir den deutschen Pass zu entziehen. Nicht die Staatsbürgerschaft zu entziehen, natürlich die deutsche, aber das Dokument, den Pass als Dokument, den Personalausweis als Dokument ungültig zu machen. Du kannst dann damit nicht mehr reisen. Wenn du damit versuchst einzuchecken am Flughafen, dann wirst du nicht das Flugzeug besteigen können. Das kann zum Beispiel sein, weil das Finanzamt denkst, dass du noch Steuern schuldest. Wie gesagt, ich rede nicht von Steuerhinterziehung, einfach nur ein Missverständnis möglicherweise. Das kann sein, weil du nicht zum Wehrdienst gehen willst. Auch dann kann der deutsche Pass dir entzogen werden. Und dann gibt es noch eine ganze Menge anderer fadenscheiniger Gründe. Wie gesagt, das Passgesetz. Und davor wollen sich im Grunde genommen viele Mandanten durch den Zweitpass im Wesentlichen schützen. Und dann natürlich eben auch, dass man weitere Identitäten hat. Wir alle wissen ja, dass demnächst möglicherweise der digitale Personalausweis kommt, die digitale ID. Das wird dann komplett verknüpft mit allen deinen Bankkonten. Und wenn du dann eben Probleme hast mit dem deutschen Staat, und der deutsche Staat ist eben einer der wenigen, der ein solches Passgesetz hat, und der Pass wird dir dann entzogen oder der Pass wird gesperrt, dann ist ja der Zugang zu all deinen Konten möglicherweise futsch. Ja. Denn wenn jedes Konto verknüpft sein muss mit einer digitalen ID und die digitale ID wird gesperrt, dann ist das Konto gesperrt. Genau das haben wir in Vietnam gesehen. Deswegen macht es Sinn, einen zweiten Pass zu haben, der nichts mit dem deutschen Pass zu tun hat. Dann kannst du deine Konten mit diesem Pass verknüpfen. Denn, wie gesagt, wir müssen realistisch sein. Wir gehen davon aus, dass diese digitale ID kommt, dass wir uns letztlich nicht dagegen stemmen können. Also muss man sich überlegen, wie man sich dann vor den negativen Folgen dieser Maßnahme schützen kann. Und das ist genau der Hintergrund eben des zweiten Passes. Auch wenn jetzt nichts passiert, auch wenn alles in der EU sich wunderbar entwickelt, wenn die Politiker zu Sinnen kommen, wenn es nicht zu einer geopolitischen Eskalation kommt, wenn der digitale Euro nicht eingeführt wird, also wenn all das nicht kommt und alles sich wunderbar entwickelt, auch dann haben Claudia und Thomas ja nicht verloren. Denn sie können dann ortsunabhängig arbeiten. Sie haben eine Immobilie in einem Land erworben, wo der Preis dieser Immobilie steigt, wo es eine positive Wertentwicklung gibt. Sie haben eine zweite Staatsbürgerschaft und sie haben sich ein Leben vorbereitet, das sie dann im Ruhestand wirklich genießen können. Also selbst wenn alles gut geht, haben sie nur gewonnen. Und das ist eben im Grunde genommen das Wichtige auch bei deinem Plan B. Ich würde dir jetzt nicht empfehlen, dass du hier irgendwo hier im Dschungel einen Bunker baust, den du im Grunde genommen dann nie verwenden kannst, außer wenn es eben zum Atomkrieg kommt, sondern dass du dir bei deinem Plan B ein Leben im Grunde genommen zurechtlegst, das du sowieso gerne leben möchtest und im Plan B daraufhin im Grunde genommen ausrichtest, nicht nur auf ein Katastrophenszenario. Ich muss sagen, soweit ich das von außen beurteilen kann, so wie ich Thomas und Claudia erlebe, hat sich das Ganze sehr positiv auch auf ihre Ehe ausgewirkt. Ja, man zieht ja dann an einem Strang, man hat ein gemeinsames Vorhaben, man hat eine Mission, man hat etwas, auf das man sich freut, das spannend ist, wo man auch spannende Leute kennenlernt, wo man sich auch selbst intellektuell herausfordert, wo man viele Details erkunden muss, viele Neuerfahrungen machen muss. Also alle Dinge, die im Grunde genommen für einen selbst, für die eigentliche Persönlichkeitsentwicklung auch hilfreich sind, die helfen dir dabei, nicht einzurosten. Ja, tatsächlich haben wir zum Beispiel Mandanten, die sind 75 und älter, die noch genau solche Maßnahmen umsetzen und erstaunlich agil sind, muss ich sagen. Thomas und Claudia sind natürlich jetzt deutlich jünger. Man kann aber ganz klar sehen, dass dieses Abenteuer, das sie jetzt hier gemeinsam erleben, sie sehr optimistisch gestimmt hat, sie wachgerüttelt hat und ihnen einen positiven Ausblick auf die Zukunft gegeben hat. Also, das war mein Beispiel von Thomas und Claudia, ein ganz konkreter Fall, wie ein solcher Plan B umgesetzt werden könnte. Das Gleiche kannst auch du tun. Wie gesagt, du musst nicht auswandern, du kannst einen Plan B haben. Im Falle von Thomas und Claudia soll der Plan B irgendwann ein Plan A werden. Das heißt, dann will man wirklich auswandern, aber auch das ist gar nicht notwendig. Wir haben viele Mandanten mit Wohnungen, mit Wohnsitzen auf der ganzen Welt, die da sehr diversifiziert aufgestellt sind und ihr Vermögen schützen. Das Ganze kannst auch du machen, ob du auswandern willst oder nicht. Wie gesagt, ich würde mich freuen, dich bei einem unserer Seminare begrüßen zu dürfen. Details auf unserer Webseite, Link dazu in der Beschreibung dieses Videos und natürlich können wir jederzeit auch ein Beratungsgespräch führen. Details ebenso in der Beschreibung dieses Videos. Wir tun seit fast 20 Jahren nichts anderes als Mandanten genau bei solchen Fragen zu beraten. Auswanderung, Steueroptimierung im Ausland, Plan B, zweite Staatsbürgerschaften, Vermögensdiversifikation, Vermögensschutz vor der übergriffigen EU. Ich würde mich freuen, auch dich alsbald zu unserer Mandantschaft zählen zu können.
Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.